Das lasse ich keinem durchgehen in der Demokratie. Und diesen Leuten halte ich diesen Aber wer Spiegel bestimmt vor. denn, was demokratisch ist und was nicht? Sie? Hey Leute, heute habe ich für euch eine ältere Aufnahme, die aber auf keinen Fall in Vergessenheit geraten darf. Es geht um niemand Geringeren als Marco Wanderwitz, der es einfach nicht verkraftet hat, sein Mandat an die AfD zu verlieren. In diesem Video zeigt er ganz deutlich, warum er der Oberhetzer schlechthin ist. Was er über die Menschen denkt, ist unglaublich. Wenn ihr wissen wollt, wie jemand tickt, der die Demokratie auf eine ganz perfide Art auslegt, dann bleibt dran, es wird spannend. Auf geht's. Herr Wanderwitz, Sie sagten gerade was Interessantes. Sie sagten, und es ist mir auch aufgefallen, wie Sie das herausgearbeitet haben und emphasiert haben. Sie sagten gerade, wir müssen natürlich wirklich wichtig darauf hinweisen, dass nicht alle dort rechtsradikal sind und rechtsradikal wählen. Folgender Satz. Wir haben es mit einem erheblichen Teil der Bevölkerung zu tun, die gefestigte rechtsradikale, nicht demokratische Ansichten hat. Haben Sie gesagt im FAZ-Podcast am 28. Mai. Ist Ihnen richtig um die Ohren geflogen. Ja, aber ist trotzdem richtig. Und auch Ein das, was Herr Ritschl erheblicher gesagt hat, Teil, ist richtig. jedes Deswegen- einzelne Wort, ein erheblicher Teil der Bevölkerung, der nicht gefestigte, rechtsradikale, nicht demokratische Ansichten hat. Ein erheblicher Teil. Ja, natürlich. Das ist nicht banal. Der Anteil ist größer als in den alten Bundesländern. Das ist das Problem. Und Das haben deswegen Sie ja habe ich nicht neulich gesagt. eine Diskussion geführt, weil ich ausspreche, was objektiv und evident ist. Und ich halte das für ein großes gesamtgesellschaftliches Problem, was an die Grundfesten unserer Demokratie geht und was sich mittlerweile von Generation zu Generation überträgt. In gewissen ländlichen Strukturen läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich mich dort umschaue. Das tue ich Das haben Sie aber regelmäßig. im Podcast auch noch anders gesagt. Sie hoffen auf die neue Generation, die das dann Ich besser hoffe macht. auf jede junge Generation, weil in jeder jungen Generation eine Chance für die Gesellschaft ist, sie neu gewinnen zu können. Nun zeigt sich aber gerade ja, dass die AfD auch in allen Altersgruppen extreme Anhängerschaften hat. Ja, vor allem bei den Jüngeren. Vor allem auch Nein, bei den die Jüngeren höchste- und auch, das sehen wir auch bei der Impfskepsis oder auch bei diesen Corona-Leugnern, wenn wir das mal so sagen können, dass vor allem die Gruppe der 30- bis 40-Jährigen, also gerade der Menschen, die jetzt nicht Die nach oder dem wenig Mauerfall richtig von der DDR mitbekommen haben oder in der Diktatur sozialisiert wurden, das spricht ja eher dagegen. Die größte Problemgruppe oder der größte Teil einer Generation oder von Generationen, wo die Problemlagen am ausgeprägtesten sind die Jahrgänge, die noch die volle DDR-Sozialisation vor 89 erhalten haben, unter anderem auch mein eigener und die etwas älter sind. Das sind im Übrigen auch die höchsten Wahlergebnisse, früher mal der NPD beispielsweise in Sachsen hatten. Die haben dort zweistellig im Landtag gesessen und haben in diesen Altersgruppen hoch zweistellige Wahlergebnisse gehabt. Und jeder oder die allermeisten Wissenschaftler sagen, dass sich Sozialisationen in Milieus fortsetzen können. Und ein solches Milieu sind beispielsweise Familien. Und wenn man sich beispielsweise anschaut, was auch Herr Ritschl in seinem Buch beschreibt und was auch meine Wahrnehmung ist, wie beispielsweise Städte und Dörfer, die eher in peripheren Lagen waren, die beispielsweise seit 1990 über 50% ihrer Bevölkerung verloren haben, wo auch die Bevölkerung sozusagen nicht gleichmäßig gegangen ist, sondern wo vor allen Dingen gut ausgebildete Jüngere gegangen sind. Das deformiert eine Gesellschaft in einer Art und Weise, dass das in gewissen Konstellationen hochproblematisch ist. Noch mal so ein Satz von Ihnen. Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind. Das ist ein Wort, das Sie später auch ganz bewusst nicht zurückgenommen haben, weil Sie gesagt haben, mir fällt kein Besseres ein. Dass Sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Das ist ein saftiger Vorwurf. Also zunächst einmal mag ich gerne noch mal das Thema Diktatur sozialisiert erklären. Das habe ich nicht böse oder abwertend gemeint. Mir ist nur wirklich nichts Besseres eingefallen. Ich bin auch die ersten 14 Lebensjahre in einer Diktatur sozialisiert worden, weil das war die ehemalige DDR nun mal. Und wer jetzt aktuell beispielsweise in Nordkorea groß wird, wird auch in einer Diktatur sozialisiert. Das ist eine Zustandsbeschreibung. Die Frage ist ja, was ist denn dann passiert? Und passiert ist, dass die übergroße Zahl der Menschen froh war, dass diese Diktatur zu Ende war, dass sie in einer parlamentarischen Demokratie, in einem freiheitlichen Rechtsstaat, in einer sozialen Marktwirtschaft
leben können und dieses Land gemeinsam mitbauen. Denn diese Bundesrepublik 2021 ist ja nicht die Bundesrepublik 1989 2.0, sondern da hat auch der Osten was eingebracht. Und dann erlebe ich Menschen, und leider nicht wenige, keine Mehrheit, aber nicht so wenige, dass ich nicht drüber reden muss, die alles das, was der Mehrzahl in diesem Land wichtig ist, kategorisch ablehnen. Die wollen weniger Demokratie, die wollen weniger Minderheitenrechte beispielsweise, die wollen eine kulturell homogene Gesellschaft nach ihrem Bilde. Und ich finde das fatal. Und das ist auch nicht das Europa, in das wir uns weiter hineinentwickeln wollen, zumindest nicht das der Mehrheit der Gesellschaft. Ich glaube, Aber ist ja, das nicht vielleicht etwas komplizierter? Ich glaube auch, dass es viel komplizierter ist. Ja. Und vor allem machen wir es uns leicht, wenn wir das auf diese Diktaturerfahrung allein zentrieren. Ich glaube, dass die unmittelbare Demokratieerfahrung mindestens genauso wichtig war. Nämlich die Erfahrung zu machen, wie ist das jetzt in diesem Parlamentarismus? Wie ist das jetzt mit Verein, mit Gewerkschaft, mit Kirche? Wie organisieren wir uns? Wie organisiert sich eine Gesellschaft? Was können wir von Politik erwarten? Wie können wir in der Politik tätig werden? Und ich glaube, dass dort viel mehr kaputt gegangen ist als alles das, was vielleicht sogar die DDR aufgebaut hat oder erschaffen hat. Bin ich ganz bei Ihnen. Genau, aber die Frage ist ja viel entscheidender, nämlich, was bieten Sie an? Und gerade Sie als OStBeauftragter müssen ja eben nicht diese Menschen beschimpfen, so wie Herr Machowitz das formuliert hat, sondern eigentlich ja deren Interessen vertreten, sich für diese Leute stark machen, Angebote machen. Sehen Sie, ich verstehe das, dass Sie sagen, ich als CDU-Mann, ich möchte... Das hat nichts mit der Partei Nee, zu tun. genau, das ist nämlich der Punkt. Ich möchte Ja, die nicht Sie in der werden Partei keinen haben. seriösen Politiker Genau. finden, egal welcher Partei er angehört, der zum Seelsorger für harte Rechtsradikale Richtig, und das werden meine soll. ich nämlich. Aber Sie und haben das ja, ist ein Teil genau. dieser Klientel, über die wir Ja. sprechen. Sie haben ja das nicht- eine Hausarbeit. Sie haben nicht das nur sind eine nicht 3%, das sind mehr. Richtig. Und Sie haben ja nicht nur eine Verantwortung gegenüber Ihrer Partei oder jeder anderen Partei, sondern eine Verantwortung gegenüber der Demokratie. Genau. Und diese Leute abzuschreiben für die Demokratie, von diesem System auszuschließen, was sie verbal auf eine Art tun, das halte ich für wirklich fatal, mindestens. Was ja, darf ich ganz kurz einen Punkt noch machen? Nur ganz kurz einen Punkt. Was dazu ja auch überhaupt nicht passt, ist, ich erinnere mich auch noch selbst daran, diese unglaubliche Begeisterung in Ostdeutschland, in der also gerade untergegangenen DDR sozusagen, für die Demokratie. Die Zustimmung für dieses System war gigantisch groß. Das heißt, da haben wir es doch nicht mit Leuten zu tun, die per se Demokratie ablehnen. Nö, überhaupt nicht. Das wurde ja auch immer wieder gemessen, das wurde ja untersucht, das ist sehr gut dokumentiert und Wir belegt. halten aber mal fest, das heißt, dass wäre es vielleicht nicht schlauer, nicht wir uns darf ich alle- ganz kurz die Frage nur, Herr Wanderwitz, wäre es dann nicht schlauer, die Frage zu stellen, welchen Fehler haben wir dann eigentlich gemacht, dass aus dieser Begeisterung eine so riesige Enttäuschung werden konnte? Und die Frage müssen Sie sich doch als Vertreter der CDU ganz besonders Bin stellen. ich sehr bei Ihnen. Ich halte erstens mal fest, Welche Antwort haben Sie da? 1990 waren wir uns vielleicht nicht alle so ganz einig, wohin uns dieser Weg führt, weil viele die Bundesrepublik günstigstenfalls sozusagen, wenn es Westfernsehen gab, aus dem Westfernsehen kannten. Und es gab diese Begeisterung. Und es gab auch das, auf was Herr Ritschl schon hingewiesen hat, und was ja auch Teil der Diskussion der letzten Wochen und Monate und Teil dieser 30 Jahre ist, nämlich, was waren denn die nicht erfüllten Versprechen, was waren denn die schweren Jahre, die großen Arbeitslosigkeiten, der strukturelle Wandel, die Transformation. Und was können wir jetzt für bessere Angebote machen in vielen Bereichen? Partizipation. Allerdings hat sich der Zustand eben in vielen Bereichen auch so verbessert, dass wir teilweise Phantomschmerzdebatten der Vergangenheit nur noch führen. Und auf den Punkt will ich einfach hinweisen, und darum geht es mir auch weil mich viele dazu regelmäßig auffordern und ich das verstehen kann. Es geht auch darum, den Spiegel vorzuhalten, dass all diese Beschwer nicht die Rechtfertigung dafür sein kann, zu sagen, mir ist das gesamte demokratische Parteienspektrum nicht mehr genug. Auch die Oppositionsparteien sind Systemparteien, Altparteien lehne ich ab. Ich wähle halt Rechtsradikale. Das lasse ich keinem durchgehen in der Demokratie. Und diesen Leuten halte ich diesen Aber wer Spiegel bestimmt vor. denn, was demokratisch ist und was nicht? Sie? Ich habe zumindest für mich eine Meinung. Und wenn ich so sehe, wie die Meinungen sind, dann ist die übergroße Mehrzahl der Menschen in unserem Land der Meinung, dass die AfD eine rechtsradikale Partei ist. Aber Meinung, die sitzen im Bundestag. Die kann man wählen.
Ja, natürlich. Bei demokratischen Wahlen kann man die wählen. Weil Das wir kann in man, Deutschland das kann eine man, sehr hohe verfassungsrechtliche Hürde ich will für nur sagen, Parteienverbund haben. das kann man extrem geschmacklos finden, das kann man ablehnen, das kann man alles finden. Aber man kann nicht sagen, es ist kein demokratischer Vorgang. Tut mir leid. Na, natürlich ist es ein demokratischer Vorgang zu wählen, aber Sie werden doch nicht durch eine Wahl in ein Parlament zur demokratischen Partei. Und ich sage ganz offen, ein anständiger Demokrat wählt keine rechtsradikale Partei. Und die AfD Einmal ist eine Frau rechtsradikale Wuppen, bitte, Partei. die wollte gerade. Frau Wuppen und dann Karl Lauterbach. Ja, mir war das zu kurz gesprungen von der Diktaturerfahrung in die jetzigen Auffassungen. Und da bin ich mit Herrn Rietschel ganz einig. Da liegen ja 30 Jahre zwischen, in denen eine ganze Menge passiert ist. Diese Freiheitsbewegung kam ja aus den Menschen selber heraus. Die haben das ja bewirkt. Intrinsisch, ja. Und dann haben sie erlebt, dass sie über eine ganze Weile auch doch noch sehr ungleich behandelt wurden. Es war ja ausgesprochen schwierig. 2019 ist der Tarifvertrag für die Länder so angepasst worden, dass es jetzt keinen Unterschied mehr zwischen West und Ost gibt. Da hat sich auch tatsächlich was getan, ne? An dem Punkt. Es hat sich an vielen Punkten was getan. An den Arbeitslosen. Im Osten ist der Gender Pay Gap, also die unterschiedliche Bezahlung zwischen Männern und Frauen, viel geringer als im Westen. Aber trotzdem sind in den Führungspositionen der Unternehmen in der freien Wirtschaft oder so, ist es noch nicht wirklich paritätisch. Kein einziges DAX-Unternehmen in Ostdeutschland. Ich kann mal ganz kurz die Zahlen referieren. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, ne, da versteht man das. 2020 lag in den östlichen Ländern, einschließlich Berlin übrigens, bei 32.500 €. In den anderen westlichen Ländern 42.000 €. Damit mal klar, im Grunde auch wie paternalistisch das ist, wenn dann wieder so gönnerhaft, so mit dieser Geste, die also jetzt symbolisch, ja, über den Kopf streichelt und sagt, du, das wird schon, wir müssen jetzt mal hier Lebensleistungen anerkennen. Wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas hören? Wenn da wieder von der Lebensleistung gesprochen wird, denke ich, was genau ist denn das eigentlich, außer eine Phrase? Ich habe den Eindruck gehabt, als das aufkam mit dieser Lebensleistung anerkennen, dass das etwas war, was sich der Westen jetzt ausgedacht hat, um auf den Osten zuzugehen, aber eigentlich gar nicht verstanden hat, dass er sich dadurch wieder so ein bisschen das eigene Grab geschaufelt hat. Nämlich, es ist völlig klar für Ostdeutsche, dass eine Arbeitslosigkeit, dass eine Umbruchserfahrung, dass all diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, diese Ich-AGs, alles das, was es auch in diesen 2000er Jahren gibt, dass das alles irgendwie zu so einem Leben dazugehört. Und das natürlich dafür sammelt man jetzt keine Punkte wie für so eine Lebensleistungsurkunde oder für so ein Stempelheft oder irgendwas. Da sammelt man keine Rentenjahre. Richtig, ne? man sammelt auch vor allem keine Rentenjahre. Und natürlich ist es so leicht, aus Westsicht zu sagen, ja, aber so eine Lebensleistung, das hängt vor allem damit zusammen, man hat eine sehr klare Arbeitsbiografie. Da geht man durch, man geht in Rente und dann ist das fertig. Das gibt es im Osten in dieser Form nicht. Das gab es lange nicht, das gibt es jetzt irgendwann wieder, klar. Aber da kommt jemand um die Ecke und sagt, wir erkennen eure Lebensleistung an. Und dann sagt man, viele Ostdeutsche, so hatte ich den Eindruck, haben gesagt, ja, das ist doch lächerlich, warum muss denn das jetzt anerkannt werden? Wir wissen, dass wir eine Lebensleistung haben, dass wir etwas geleistet haben und dass der Umbruch dazugehört. Wir brauchen jetzt nicht noch euren Segen dazu. Das ist wieder völlig falsch gelaufen. Und das ist manchmal auch so schade, weil ich sehe, dass sich bemüht wird, aufeinander zuzugehen. Genau, ist nicht böse gemeint. Es ist überhaupt nicht böse gemeint, aber manchmal kommt es leider so an. Genau. Das ist das Problem. Aber die Karl Lauterbach wollte Kulturleistung, grad- wenn ja. ich das noch einmal anfügen darf, die Kulturleistung müsste doch jetzt daran liegen, die West-Ost-Narrative hinter sich zu lassen. Denn immer dann, wenn man es wieder so framet, es gibt leider kein schönes deutsches Wort dafür, also diese Konzepte, die man da drüber legt, wie man sich die Welt organisiert, in welche Schubladen die man steckt, welches Etikett man draufschreibt. Wenn wir immer wieder diese West-Ost-Narrative fortsetzen, werden wir sie Aber wir nicht sehen ja, los. es taucht bei der Ja, weil Pandemie wir schon wieder auf, immer bei wieder Corona auf. perpetuieren. Und sofort Ja. nehmen wir die Schablone. Aber Herr Lauterbach möchte die ganze Zeit etwas Ja, ich sagen. weiß, genau. Ich will also reinholen. Ich wollte Herrn Wanderwitz zustimmen. Also für mich ist es damit nicht erklärt und auch nicht gerechtfertigt, dass gut, das Einkommen war niedriger. Demokratie ist zum Teil enttäuschend angelaufen. Da kann ich noch mitgehen, wenn jemand hingeht und wählt die AfD. Das halte ich zwar für falsch, weil das falsche Versprechungen sind, aber demokratischer Prozess, schon gewählt, kann ich noch mitgehen. Aber das ist ja nicht das Phänomen, mit dem wir gestartet sind.
Wir sind ja mit dem Phänomen gestartet, der Typen, die wir da gerade gesehen haben, Knobelbecher, also Nazi, also Jargon und so weiter, das sind ja harte Rechtsradikale. Ich glaube noch nicht mal, dass die alle in der AfD sind oder dass sie sich irgendwo organisieren. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und da stimme ich dem Kollegen ohne Wenn und Aber zu. Das ist eigentlich sehr schwer zu erklären, einfach nur mit der enttäuschten, mit der enttäuschten Demokratieerfahrung. Die sind so weit weg von dem, was, sagen wir mal, aus meiner Sicht geht, dass das nicht wirklich gut erklärt ist.